Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Heute möchte ich mit euch zusammen den Radlader von FM Electrics, den FM1685, gemeinsam testen. Dazu habe ich mir hier eine wirklich sehr schöne Sandgrube ausgesucht. Es hat die letzten Tage sehr viel geregnet. Ich bin gespannt, wie sich dieses Fahrzeug schlägt. Für den Notfall habe ich noch ein paar Gewichte für die Hinterachse mitgebracht. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Bitte verzeiht die gelegentlichen Windgeräusche, es ist wirklich ein sehr unbeständiger Tag. Schauen wir uns doch erstmal an, wie sich der Radlader hier in so unwegsamem Gelände macht. Wir haben hinten eine Pendelachse, das hintere Differential ist gesperrt, das vordere Differential ist geöffnet. Der Radlader verfügt über einen Allradantrieb und wir fahren jetzt hier schon mal los und wir sehen, die Pendelachse hinten arbeitet. Und das macht er ganz ohne Probleme. Ja, Feinfühligkeit ist in Ordnung. Der Losbrechmoment ist ein bisschen zügig. Aber wenn ich mir das jetzt hier mal anschaue, wie er sich hier durchwühlt, das sieht ganz cool aus. Die Reifen hinten drehen durch. Die Reifen an sich sind auch wirklich sehr, sehr hart. Wir haben also keine weichen Gummireifen. Na? Ein bisschen Schmackes? Jawohl. Und das ist, denke ich, auch so das Maximum, was ein Radlader wirklich können muss, oder? Was meinst du? Schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ja, wühl dich mal so ein bisschen durch. Wir werden jetzt noch etwas anderes machen. Und zwar habe ich ein Stahlgewicht mitgebracht, welches 370 Kilogramm hat. Und das werde ich jetzt einmal hinten in das Aktenfach reinpacken und dann schauen wir mal, ob er dann etwas besser vorankommt. Wir sehen es jetzt nun auch hinten ganz minimal, dass die Motorhaube etwas geöffnet ist, weil das Gewicht kaum reinpasst. Aber wir wollen jetzt natürlich einmal testen, ob er sich damit besser schlägt. Er hat das Gefühl, das Gewicht tut ihm gar nicht so gut. Ich glaube, da kommen wir ohne Gewicht besser. Deswegen packen wir das jetzt nochmal raus und testen hier nochmal an einer anderen Stelle. Und wenn wir jetzt auch mal ganz ehrlich sind, hat das natürlich nichts mit dem normalen Aufgabenbereich eines Radladers zu tun. Diese Bedingungen sind wirklich hardcore und dürften dich auch äußerst selten bei einer Messe zum Beispiel oder bei einem Fahrtag im Bereich des LKW-Modellbau erwarten. Deswegen jetzt hier mal eine deutlich einfachere Fläche, wo wir einfach mal schauen, ob der Radlader da durchkommt. Und da bin ich doch wirklich sehr positiv gestimmt. Die 370 Gramm Extragewicht auf der Hinterachse habe ich wieder entfernt. Und schau mal, das reicht doch für einen Radlader völlig aus. Wir haben hier natürlich keinen Crawler, sondern einfach einen Radlader. Das sollten wir auf gar keinen Fall vergessen. Und das macht er wirklich gut. Also hinten diese Pendelachse und der Allradantrieb, das hilft ganz wunderbar weiter. Jetzt sehen wir das geöffnete Differential an der Vorderachse. Schau mal. Das macht er doch wirklich gut und finde ich wirklich auch zufriedenstellend. Jetzt aber wirklich mal die Hauptaufgabe. Wie sieht's denn mit der Schaufel aus? Unsere Schaufel hat ein Volumen von ca. 800 Millilitern. Die Hubkraft auf dem Karton wird mit über 5 Kilogramm angegeben. Auf der FM Electrics Seite steht allerdings, dass dieses Fahrzeug eine Hubkraft von 12 Kilogramm hat, was ich als überzogen und wahrscheinlich auch als Tippfehler einschätzen würde. Und das ist natürlich etwas, das brauchen wir gar nicht. Wir haben in unserem Unboxing gesehen, dass das Fahrzeug bei 4 Kilogramm nach vorne rüberkippt. Aber was sollen wir denn auch vorne in die Schaufel reinpacken, was 4 Kilogramm wiegt? Also müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie ist es denn, wenn wir den ganz normal beladen. Ich bin mit der Schaufel und mit dieser
Fahrzeugtechnik hier noch nicht ganz so gut versiert, weil es wirklich meine erste Fahrt ist. Und deswegen gucken wir mal. Okay, der Sand ist natürlich nass. Und der gräbt sich hier komplett ein. Das wird so natürlich gar nichts. So, wir kriegen die Schaufel ein bisschen voll, ja. Heben überhaupt gar kein Problem. Aber auch hierfür sollten wir uns eine andere Stelle aussuchen, weil hier gräbt er sich einfach ein. Und wie gesagt, das hier ist ja jetzt auch nicht der Hauptaufgabenbereich eines Radladers. Wir suchen uns mal was Ebenerdiges. Na, schau an, wir haben sogar einen Artgenossen gefunden. Es ist zwar kein Volvo L260H, aber ein Komatsu. Schauen wir mal, ob wir auf dieser Fläche besser zurechtkommen. Wie gesagt, es sind ja auch wirklich sehr widrige Bedingungen. Wir fahren mal, hier ist es schön glatt. Und dann gucken wir mal, ob er in den feuchten Sand reinkommt. Feuchten Sand wird man natürlich äußerst selten haben, dort wo man mit diesem Fahrzeug fährt. Aber so sind nun mal heute hier die Bedingungen. Deswegen gucken wir mal. Er gräbt sich schnell ein. Na komm. Bisschen die Schaufel raus. Naja, guck mal, was haben wir denn? Ach, guck mal. Na, das geht doch. Das hätte ich mir jetzt wirklich deutlich schlimmer vorgestellt. Wir fahren das Ganze mal hoch. Gar keine Probleme. So. Na? So, guck mal, wie schön. Da kippt er mal richtig aus. Und jetzt kommt auch schon so ein bisschen was wie Fahrfreude hoch. Wenn wir jetzt natürlich noch so einen kleinen LKW hätten, das wäre perfekt. So, wir schrappen mal so ein bisschen über den Boden. Nehmen vielleicht auch mal ein bisschen Schwung mit hier. So, Schaufel ein bisschen spitzer einstellen. Na komm. Dieser feuchte Sand, ne? Gucken wir uns das mal an hier. So, guck mal. Wie gesagt, das sind meine ersten Fahrversuche mit diesem Radlader. Bin vorher noch nie einen Radlader gefahren. Na, guck mal. Zack. So, und von der Höhe her sieht das doch auch gut aus, wenn ich mir jetzt überlege, dass das hier loser Sand ist und der deutlich einfacher rausfällt. Dann wäre das doch schon was Schönes im LKW-Modellbau, gerade auch an so einer Kiesanlage mit so kleinem Sand und so ein bisschen Kies. Da macht er doch mit seiner Scale-Optik eine richtig gute Figur. So. Na komm. Schmackes, großer, Schmackes. Oh. Na komm. So. So, ich hatte vor kurzem eine Zuschauerfrage, ob dieses Modell auch die Schaufel ganz nach unten kriegt. Und wie du siehst, ja, wir können damit sogar die Vorderachse ein bisschen anheben. Ja, guck mal. Zack, da haben wir wieder ein bisschen was drin in unserer schönen Schaufel. So. Klasse. Also fahren tut er wirklich gut und diese Feinfühligkeit, das riecht mich jetzt gar nicht auf. Also dieser Losbrechmoment, der ist ein bisschen zügig, ja. Aber wenn man jetzt normal arbeitet, finde ich den toll. Und das würde mich jetzt auch gar nicht mehr stören. Mensch, hier kommt sogar jetzt ein bisschen Sonne raus. Sollten wir tatsächlich mal Glück haben hier. Also diesen Test werde ich definitiv auch nochmal wiederholen, wenn der Sand trocken ist, wenn es nicht geregnet hat. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, das ist ganz klar. Aber so können wir auch wirklich mal schauen, was macht er denn wirklich mal, wenn es mal hart auf hart kommt. Und ich finde, da stellt er sich doch gut an. Kommen wir jetzt also zu meinem ganz persönlichen Fazit nach diesem wirklich sehr harten Test. Es ist also auch wirklich schwierig, hier eine Stelle zu finden, wo es nicht windig ist. Mein ganz persönliches Fazit zu diesem Radlader, dem FM 1685
ein lizenzierter Volvo-Radlader L260H. Dieser Radlader zeigt hier eine Performance, die wirklich in Ordnung ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben sehr schwierige Bedingungen. Wir befinden uns hier in einer echten Sandgrube. Das Gelände ist sehr unwegsam und der Sand ist wirklich schwer und feucht. Und dafür hat sich dieses Fahrzeug doch auch wirklich gut geschlagen. Was hat diesem Fahrzeug besonders geholfen? In meinen Augen ist es das gesperrte Differential an der Hinterachse und hinten auch diese Pendelachse. Die hilft dem Radlader wirklich deutlich weiter. An der Kraft hat es nicht gemangelt. Es waren einfach die Bedingungen hier mit dem feuchten Sand. Das möchte ich ganz gerne auch nochmal wiederholen, wenn der Sand trocken ist, wenn wir also bessere Bedingungen haben. Aber wo sehe ich diesen Radlader denn? Ich sehe diesen Radlader bei den Lkw-Modellbauern, an so einer Siebanlage, auf so einem schönen Fahrtag. Dort, wenn so ein bisschen Baustellen-Action gefordert ist, das Beladen von LKWs, wenn es dann wirklich an den feinen Sand geht, da kann er mit seiner Scale-Optik und seiner Performance wirklich überzeugen. Aber man sollte sich auch nicht davor scheuen, mal die Sandgrube oder den Spielplatz um die Ecke aufzusuchen, denn auch das macht mit diesem Radlader wirklich Freude. Und ich denke, wenn die Bedingungen besser sind, dann performt dieses Fahrzeug auch noch besser. Ich jedenfalls bin super gut zufrieden. Ich habe dieses Fahrzeug hier neu gekauft für 327 € und für mich ganz persönlich gibt es derzeit keinen besseren und scaligeren Radlader für diesen Preis auf dem Markt zu erwerben. Kleine Info noch am Rande, ich fahre immer noch mit dem ersten Akku. Ich bin seit ungefähr 40 Minuten unterwegs und der Radlader läuft noch immer. Der Sound war durchgängig ausgeschaltet. Die Akkulaufzeit kann sich natürlich mit eingeschaltetem Sound noch etwas verringern. Wie siehst du das Ganze? Schreib es mir jetzt gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.